Ein Verbrecher, der sich bei dem Versuch, mit einem hochgelegten SUV zu fliehen, überschlug. Ein 49-jähriger Mann, der Bretter auf die Polizisten warf. Ein Angreifer, der sein eigenes Ende herbeiführte. All das gleich im Programm. Der Fahrer, der sich noch Sekunden zuvor über die Polizei lustig gemacht hatte, begann plötzlich um Hilfe zu schreien, als er in dem sich überschlagenen Fahrzeug eingeklemmt war. Hättest du als Polizist sofort Hilfe geleistet? Ein Mann, der im Verdacht stand, einen bewaffneten Überfall begangen zu haben, sprang in einen modifizierten Chevrolet Tahoe mit hoher Karosserie und riesigen Reifen und glaubte, er könne der Polizei entkommen. Was für ein Irrtum! Das Selbstvertrauen des Fahrers, der mit diesem großen und instabilen Fahrzeug zu beschleunigen begann, muss die Polizisten etwas überrascht haben. Scharfe Manöver mit einem solchen Fahrzeug führen dazu, dass es sich sofort auf die Seite legt. Der Verdächtige, der sinnlos in einem Parkhaus herumkurfte, provozierte die Polizei, indem er beim Verlassen des Parkhauses aus dem Fenster des Fahrzeugs ragte. War das wirklich nötig? Als der Verdächtige auf den Schulhof einer Grundschule raste und mit hoher Geschwindigkeit an vollbesetzten Schulbussen vorbeifuhr, war die Geduld der Polizei endgültig am Ende. Die Polizei von Ohio, die unter normalen Umständen aufgrund der Kippgefahr bei Fahrzeugen mit hohem Schwerpunkt nicht eingreift, änderte angesichts der Gefährdung unschuldiger Kinder ihr Protokoll und beschloss, die Verfolgung mit aller Härte zu beenden.
Dank eines Polizeibeamten, der im richtigen Moment einen kräftigen Schlag auf das Hinterrad des Tahoe landete, verlor das hohe Fahrzeug sofort das Gleichgewicht und kippte wie eine Schildkröte um. Die Polizisten halfen diesem Mann, der kurz zuvor Chaos unter den Polizisten und Zivilisten verursacht hatte, schnell. Der Dienstgeist war wieder am Werk. Eine Verfolgungsjagd, wie man sie auf deutschen Autobahnen niemals erleben würde, und eine unfassbare Methode, die Polizei aufzuhalten. Der 49-jährige Mann versuchte, die Polizisten durch das Werfen von Holzbalken von der Straße abzudrängen. Am Abend des 5. Juni 2025 forderten Polizisten in Montgomery County einen GMC Sierra auf, anzuhalten. Der von James Collins gefahrene Pickup, der mit Holzbalken beladen war, hielt nicht an und die Flucht begann. Chopper's got you. He's coming right at us. You can probably drop it. He's running eastbound Little Richmond. Genau in diesem Moment wurden die Reifen des Pickups mit Stopsticks durchstochen, doch der Pickup setzte seine Flucht fort. Nach kurzer Zeit würde der Reifen komplett abreißen. White male with a gray shirt and black pants. Looks like either bald or really short hair, one of the two. Really bald, gray shirt, they just lost the tire. Yep, he's trying to dump boards. Use caution, guys. He's trying to dump boards on you. Der 49-jährige Thomas Downey begab sich auf die Ladefläche des Pickups und begann, die Holzbalken auf die Straße zu werfen. In den Polizeiberichten wird angegeben, dass dabei mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt wurden. Der LKW, der sowohl in falscher Fahrtrichtung als auch auf den Felgen fuhr, verursachte kurz darauf einen schweren Unfall, in den 6 Fahrzeuge verwickelt waren. Nach dem Unfall stiegen insgesamt 4 Verdächtige aus dem Fahrzeug und ergriffen die Flucht. Aus dem völlig zerstörten Fahrzeug wurden Betäubungsmittel sichergestellt. They're jumping down onto the on-ramp here off of Sandridge, it looks like. Die 4 Verdächtigen, die nach dem Unfall aus dem Fahrzeug sprangen und zu Fuß zu fliehen versuchten, wurden kurz darauf festgenommen. Der Fahrer Collins und sein Komplize Downey wurden wegen zahlreicher schwerer Anklagepunkte wie Angriff auf einen Beamten und schwerer Angriff mit einem Fahrzeug ins Gefängnis gebracht. Eine Frau rief den Notruf an und berichtete, dass ein betrunkener Mann eine Waffe auf sie gerichtet habe. Der Fahrer, der auch auf die Polizisten eine Waffe richtete, besiegelte damit sein eigenes Schicksal. Fire dispatch, how can I help you? Yeah, we have somebody who must be high. I don't know. He's driving a light blue car headed towards the reservation line going into Waterflow. Okay. He has a gun. He almost hit us at the Shiprock gas station, and he pulled a gun on us because he was like, Okay. I don't know, like after what was up and like got so irate. He almost hit us driving erratic. It's an older model Toyota. Okay. Toyota Corolla, no tinted windows. Driver, get out of the vehicle! Driver, get out!
Am Nachmittag des 11. Juli 2021 begann dieser Vorfall in der Region Shiprock in New Mexico und überschritt die Staatsgrenzen. Der Fahrer, dessen Reifen durch auf der Straße aufgestellte Spikes platzen, stellte auf den Felgen weiterfahrend eine erhebliche Gefahr dar. Eastbound and oncoming traffic. Driver, get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Der Verdächtige zeigte seine Waffe durch das Fenster, als er mit platten Reifen eine Kehrtwende machte. Dann hielt er an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Als er wieder in das Fahrzeug stieg und einem Beamten seine Waffe zeigte, nahmen die Ereignisse eine unerwartete Wendung. Show me your hands! Show me your hands! No. Hey, show me your hands! Show me your hands! Show me your hands! No. Hey, show me your hands! One, two, six, shots fired, shots fired. Der Beamte, der die Waffe bemerkte, feuerte seine eigene Waffe ab, um den Fahrer außer Gefecht zu setzen. Das Fahrzeug des verletzten Fahrers rollte von selbst weiter und kam erst zum Stehen, als es gegen einen Baum prallte. Der Verdächtige starb trotz aller medizinischen Maßnahmen noch am Tatort. Kurz darauf entzündete das überhitzte Fahrzeug das Gras und ging in Flammen auf. Die Polizei löschte das Feuer. Middle console. It's gonna be in the center console. Let me secure the weapon. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Hat der plötzliche Bremsmanöver des Fahrers, auch bekannt als Brake-Check, funktioniert? Konnte er die Polizei von der Straße drängen? Vielleicht? Eine falsche, spontane Entscheidung eines 23-Jährigen kann einen Menschen auf diese Weise ins Gefängnis bringen. Als ein Polizeifahrzeug ihn anhalten wollte, ging es lediglich um einen kleinen Verstoß gegen die Beleuchtungsvorschriften oder den Verdacht auf eine Routinekontrolle. Doch während der Fahrer die Strafe für das Fahren ohne Versicherung fürchtete, sah er sich infolge dieser gefährlichen Verfolgungsjagd mit dem weitaus schwerwiegenderen Vorwurf der schweren Flucht konfrontiert. Eine Situation, die wir auf deutschen Autobahnen niemals erleben würden. Der in Amerika weit verbreitete Brake-Check wird durchgeführt, um den hinteren Fahrer durch eine plötzliche Bremsung zu warnen oder um einen Unfall zu provozieren und Geld von der Versicherung zu erhalten. Manchmal kann dies tödliche Folgen haben.
fällt ein solcher Manöver in Deutschland unter eine Straftat, die vom Rechtssystem sehr streng geahndet wird. Trooper Amber Cass gelang es nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Sedan durch einen gezielten Einsatz der Tactical Vehicle Intervention, bei dem sie die Seite des Fahrzeugs rührte, außer Kontrolle zu bringen und anzuhalten. Im Anschluss an den Einsatz wurde der Verdächtige in einem spannungsgeladenen Festnahmevorgang unschädlich gemacht. Der Fahrer, der wegen schwerer Flucht, gefährlichen Fahrens und Widerstandes gegen die Polizei in Handschellen gelegt wurde, beendete dieses riskante Spiel, das er auf den Straßen von Little Rock begonnen hatte, im Gefängnis. Der Mann, der behauptete, die Anhalteaufforderung der Polizei nicht gesehen zu haben, hatte in Wirklichkeit nur geringfügige Vergehen begangen, vor denen er floh. Dieser letzte Blick zeugt von seiner Reue. In der Nacht vom 31. Juli 2025 bemerkte die auf Streife befindliche Arkansas State Police einen silberfarbenen Dodge Charger, der die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritt. Der Beamte schaltete die Warnblinkanlage ein, um das Fahrzeug mit vorläufigem Kennzeichen anzuhalten, doch der Fahrer, Carlos Butler, fuhr zunächst weiter, als wäre nichts geschehen. Visitor status. 130 in. Control 3897, knowledge 541, and I'll be back in Russell City. 12-16. Go ahead. We're slow rolling over the river bridge to not take this way. Yeah. Die Verfolgungsjagd auf der Autobahn dauerte eine Weile bei konstanter Geschwindigkeit an. Der Fahrer schien weder in den Rückspiegel zu schauen, noch die Geräusche wahrzunehmen, da er laut Musik hörte. Natürlich ist es unmöglich, das Polizeifahrzeug nicht zu bemerken. Wer ein Polizeifahrzeug, das auf diese Weise folgt, nicht bemerkt, sollte sich gar nicht erst auf die Straße begeben.
you have 10 for out as well. Taking the one. Das verdächtige Fahrzeug tat so, als würde es kurz auf einer Ausfahrt anhalten. Doch gerade als der Beamte sich anschickte, aus dem Streifenwagen auszusteigen, um einzugreifen, trat Butler plötzlich aufs Gaspedal und beschleunigte die Flucht. Past 15, we're east on 16. Excuse me, west on 16, west on 16. Still west on 16, west on 16. No traffic. Crossed over Broadway, still west on 16. Der Charger raste durch die engen Straßen der Innenstadt und verursachte auf der Cumberland Avenue und der 16. Street völliges Chaos, indem er zahlreiche rote Ampeln und Stoppschilder überfuhr, ohne zu verlangsamen. North of Battery. North of Battery. Kreuzung S. Battery Street und 12. Straße durch ein erfolgreiches Eingreifen der Polizei. Der festgenommene Butler behauptete zunächst, nicht geflohen zu sein, gab jedoch später zu, dass er diesen riskanten Weg eingeschlagen hatte, weil sein Führerschein entzogen war und er nicht wollte, dass sein Fahrzeug abgeschleppt wird. Eine offene Alkoholpackung im Fahrzeug und fehlende Versicherungsunterlagen führten dazu, dass Butler, der eigentlich nur einer einfachen Verkehrsstrafe entgehen wollte, nun mit 11 verschiedenen Anklagepunkten konfrontiert ist, darunter flüchtiges Fahren mit erschwerenden Umständen. Ich glaube, er hätte nicht mit einem solchen Ausgang gerechnet. Wir haben versucht, euch die Details aus den Polizeiberichten zu vermitteln. Bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, einen Kommentar zu hinterlassen.